Bisher bei Sherlock Holmes. Ach, Toby, du bist so viel besser als Watson. Ich mag dich, du kleiner Speckbeutel. Ah. Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir stehen hier neben Watson und erhoffen uns den alles entscheidenden Tipp. Watson! What should we do next, Holmes? Das habe ich mir gedacht. Watson. Mann! Okay, was tun wir? Briefe? Nein, wir suchen jetzt nach dem Rock of Gibraltar 1893. Das wird sein. 1893. Aha. Ankunft der Rock of Gibraltar. Okay. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Linie Cunard Building James Street London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser oder Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Okay. Here it is. Ja gut, aber was bringt mir das? The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Okay, ich schätze, er meint Wiggins, aber bevor wir Wiggins rufen, werden wir kurz mal hier durchschauen. Oh Gott, ich bin so verliebt in dich. Du bist so wunderschön. Okay, gut, das hätten wir. Wiggins! Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. So, Wiggins, der kleine Wiggins. I left it right on the table for you, sir. Dankeschön, ich weiß es doch. So, Namensregister. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Ja, guck mal hier, This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. Alles klar. Ich denke, es muss einer auf dieser Liste sein. Southward oder Woods. Ich denke, es ist Woods, oder? Warte mal. Ja, es ist Woods. Komm schon! This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Verdammt, okay, alles klar. Woods ist es nicht. Was ist mit ihm hier? Warte mal, mit ihm? This officer is still at sea. Okay, sehr gut, okay. Sehr, sehr gut. Ankunft in Adelaide. Ach, die sind noch unterwegs, okay. Okay, gut zu wissen. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Das ist ja ein Ding, ey. Das ist ja ein Ding. Warte, und was mit ihm hier?
Gut, die kommen alle nicht in Frage. Dann nehmen wir mal den Crocker hier. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ah, Jack Crocker. Alles klar, warte mal, was ist mit den anderen? Hooper? Nee. Wir haben noch Walker und Whittington. Die sind da nicht auf der Liste. Nein. Warte. Aha, Walker? This officer is still at sea. Alles klar, und Whittington. This officer, Captain Jack Crocker, is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Alles klar, und damit hätten wir jetzt auch die Lösung. Wir müssen den guten Jack Crocker befragen und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Genau, Wiggins. Mach dich auf die Suche. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Okay, alter Crocker. Ich guck dich mal an. Du hast einen Hut auf. Einen richtig schönen Hut, Mann. Klarer Ausdruck. Du bist ehrlich. Oh Mann, du gibst es wahrscheinlich gleich zu, ne? Du hast einen fetten, buschigen Bart. Ich mag dich. Oh Gott, ja. Warte, was hast denn du noch so? Ein Tuch? Halt, da war was. Kräftiger Körperbau. Du bist riesig. Außerdem, du bist so riesig. Da finden wir nichts. Schmutz. Was ist denn das hier? Okay, Hände. Da war was. Zeitungstinte, okay. Ah, die haben sich wohl einen Plan gemacht. Die Randall-Bande könnte es gewesen sein, natürlich. Saubere Stiefel, okay. Außergewöhnlich. Und das Matrosenmesser. Okay, kennst du Lady Brackenstall, hä? Kennst du sie? Oh, ich weiß es doch eh schon. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Nun, Sie haben sie gefesselt, mein Herr. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Ja, das nenne ich Evidence. Warte mal, angeschlagene Gesundheit, Seemannsknoten, Schiffsbesatzung. Warte mal, der Seemannsknoten könnte es sein, oder? Ich denke, das ist es. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then?
So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Aha, okay, dann drücken wir mal B und schauen uns um. Crockers Aussage, Kapitän Crocker. Kapitän Crocker, natürlich. So, das bringt uns, hierhin. Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Oder Alibi. Kapitän Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Ich denke, Mitschuld. Ist doch klar, Mann. Und was kommt da jetzt raus? Was kommt da jetzt raus? Der Kapitän ist der Täter. Oh Gott, was für eine Überraschung. Okay. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, sowie ein hochrangiger Seemann. Aha, keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Oder Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Ich denke, das werden wir tun. Ich meine, die arme Frau, ne? Was kann sie schon dafür, ne? Dieser besoffene, alte, brutale Typ. Oder? Keine Gnade. Ach komm, Gnade. Das passt schon. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, warte mal. Ich muss jetzt hier erstmal den linken... Ah, Gottes Willen. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night.
Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. So, das war also die Affäre Abbey Grange. Meine Güte, war das am Ende noch knapp, der hätte sich ja fast umgebracht. Meine Herren. Und Holmes ist natürlich wieder super weichherzig, ne, so ein richtig schöner, Gutmensch. Überhaupt nicht typisch, aber so bin ich halt, ne, so bin ich und ich bestätige meine Entscheidung, so soll es sein. Und damit ist der Fall auch gelöst. 93% haben es auf die gleiche Art und Weise gelöst und 65% haben sich auch dafür entschieden, ihn gehen zu lassen. Das ist in Ordnung und damit werde ich jetzt auch die Episode beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Episode wird der nächste Fall auf uns warten. Ja, der nächste Fall. Lass mich kurz nachdenken. Wie hieß er noch gleich? Ich warte gerade den Loading Screen ab. Moment mal kurz. Der Fall heißt Das Drama von Kew Gardens. Genau, das Drama von Kew Gardens. Ich bin schon so aufgeregt. Ich hoffe, du freust dich auch darauf. Und bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi.